Es gibt immer weniger Tischtennisspieler und dann sind das alles nur Nerds? Tatsächlich? Die Tischtennisszene beklagt seit Jahren einen Mitgliederrückgang. Immer weniger junge Spieler entscheiden sich aktiv für den Tischtennis. Insbesondere in den Großstädten, in denen der Wettbewerb der Sportarten vom Fußball so stark dominiert wird. Die Gründe sind vielfältig. Einerseits liegt es in der starken Medienpräsenz diverser Volkssportarten, andererseits aber auch, wie wir Aktive mit Neulingen in der Tischtennisszene umgehen. Allerdings beobachte ich seit einigen Jahren eine gegenteilige Entwicklung in der Hobby- und Erlebnisszene des Tischtennis. Menschen jeglicher Couleur, Alter, Portemonnaie treffen sich zum Tischtennis, daddeln in Clubs, Bars, Festivals, in hippen und eher alternativen Szenevierteln. In Amerika gibt es diese Bewegung schon länger in Form der verschiedenen Spin-Bars und in England die Bounce-Bars. Dort ist man schon sehr weit und das Konzept kommt verdammt gut an. Einer dieser jungen Veranstaltungen in Deutschland ist das Schmetterball-Event in Hamburg. Die Jungs und Mädels bringen ohne großes Tamtam oder durchgestyltem Marketing feinste Elektromusik und Tischtennis in wechselnden Locations zusammen. Ich habe sie besucht und auch teilgenommen, um zu erfahren, was wir als ambitionierte Spieler von diesen Jungs und Mädels lernen können, die Tischtennis in seiner reinsten Form zelebrieren, wie wir es lange nicht mehr getan haben. Es geht einfach nur um den Spaß und das Miteinandersein. Auf insgesamt 12 Tischen wurde dieses Mal neben den obligatorischen Runden auch ein Turnier veranstaltet. Insgesamt gab es 64 Teilnehmer bei dem Turnier von insgesamt ca. 200 bis 300 Teilnehmern des kompletten Events. Es stand nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern wirklich die Kommunikation und das Beisammensein. Denn alle Gruppen haben sich selbst organisiert und ihre Ergebnisse einfach eingetragen. Ich habe mich natürlich mit meinen Gegnern unterhalten und ich kann wirklich sagen, die Jungs und Mädels lieben diesen Sport und sind tatsächlich einmal pro Woche mindestens bei einer Tischtennisparty. Zu besten Elektrobeats wurde gedaddelt, bis die Schläger glühten. Nur so am Rande erfuhr ich dann auch von einigen, dass sie schon bei Vereinen vorstellig wurden, aber recht schnell gemerkt haben, dass sie nicht so wirklich willkommen waren. Das finde ich sehr traurig. Die Veranstalter wirkten zu jeder Zeit entspannt und hatten alles im Griff. Es gab ein anständiges veganes Catering, Drinks und Shots en masse. Nicht günstig, aber relativ normal für Veranstaltungen dieser Art. Und Eintritt wurde auch nicht genommen. Echt vorbildlich. Nach den Gruppen, die auch unter freiem Himmel ausgetragen wurden, wurde es zu den Finalrunden immer enger und spannender. Natürlich setzten sich die etwas besseren Spieler durch, aber auch die Ausgeschiedenen hatten genug zu tun mit Runden, Drinks, Snacks und Schnack. Harun und ich bemühten uns natürlich, unseren Gegnern den größtmöglichen Spaß zu verschaffen und mitzuspielen. Natürlich wollten wir trotzdem ins Finale. Glücklicherweise passte es von der Auslosung, sodass wir im parallelen Halbfinale uns warm spielen konnten für das große Finale. Zum Ende hin sind noch wirklich sehr viele Zuschauer und Feierwütige geblieben, die inzwischen auch mitbekommen haben, dass wohl 2 richtige Vereinsspieler im Finale gelandet sind und es sich lohnt, noch da zu bleiben. Wir erlebten eine unglaubliche Stimmung und ein Mitfiebern, dass man bei uns klassischen Vereinsspielern sowohl qualitativ und quantitativ eher selten erlebt. Natürlich waren wir gewillt, dem geneigten Publikum eine gute Show abzuliefern und hatten selbst einen mega Spaß. Aber nun, seht selbst.
Jeder gute Ballwechsel wurde frenetisch beklatscht und angefeuert. Es bildeten sich kleine Lager, je nachdem wen die Zuschauer als Favoriten oder Underdog auserkoren hatten. Bei der Siegerehrung fühlten wir uns schon wirklich wie echte Gewinner. Wir durften uns ein Schmetterball-Shirt unser eigen nennen und Harun den Hauptgewinn in Form eines Gero-Schlägers. Sehr geil! An dieser Stelle natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Veranstaltung und einen großen Dank an die Veranstalter vom Schmetterball XXL in Form von Linus und auch danke an Marcel als Co-Kameramann und an alle anderen, mit denen ich wirklich tolle Gespräche geführt habe. Ich glaube, wir Aktive aus den Vereinen können dazulernen, dass wir aus unseren Punktspielen bessere Events kreieren, als Spieler etwas entspannter werden und nicht gleich jeden anfauchen, der zur falschen Zeit bei einem Netz oder Kantenball klatscht. Die Anzahl der aktiven Tischtennisspieler ist nicht rückgängig, sie steigt vielleicht sogar an, aber eben an anderer Stelle, die unsere Offiziellen vielleicht bis jetzt gar nicht auf dem Zettel hatten. Dieses Video ging ein wenig mehr in Richtung Kurzberichterstattung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Videos mögt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und ansonsten bis bald. Ciao, ciao aus Hamburg. Schön, dass ihr alle dabei wart. Ey, wer macht ein amtliches Foto?